Ihr wollt einen AOE Knight spielen und wisst aber nicht, was genau ihr dafür tun müsst, dann schaut euch am besten diesen Guide an. Und wie immer noch ein paar kurze Hinweise. Free-to-Play Guide bedeutet hier einfach keine Power-Ups grundsätzlich, also ihr könnt natürlich Power-Ups benutzen, aber wir gehen davon aus, dass ihr keine besitzt oder keine habt oder nicht permanent. Es bedeutet, ihr habt nicht das krasseste Equipment und es bedeutet, ihr habt keinen High-Level Ringmaster mit perfekten Buffs, der euch die ganze Zeit supportet. Wichtig hierbei ist aber, AOE Knight ist eine klassische AOE-Klasse, die darauf basiert eigentlich, oder die es erfordert, dass ihr einen Ringmaster bei euch habt, der euch heilen kann. Warum? Weil ihr permanent Schaden bekommt, ihr könnt nicht Hit and Run spielen, oder grundsätzlich zumindest könnt ihr das nicht. Und das heißt, wenn ihr nicht geheilt werdet, könnt ihr wesentlich weniger Monster tanken und seid einfach wesentlich schlechter am Start. Das heißt, entweder ein eigener Ringmaster, der euch healt, oder ein anderer Spieler, der Ringmaster spielt und euch healt, ist eigentlich zwingende Voraussetzung, sonst wird dieser Guide sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Kommen wir als erstes zu den Stat-Punkten. Hier ist es so, im Endeffekt hat man zwei Möglichkeiten, eigentlich nur eine, aber es gibt halt noch die etwas Free-to-Play-freundlichere Variante, die ich tatsächlich auch damals gewählt habe. Allerdings lustigerweise nicht von Anfang an. Also bei mir war es so, ich war 1v1 Knight, Full STR und habe dann gewechselt auf 75 auf AOE Knight und habe dann erst STA gestattet. Das heißt, ich kann aus eigener persönlicher Erfahrung mit nicht gutem Equipment sagen, Full STR Knight ist immer möglich. Die STA machen es natürlich ein bisschen leichter, muss man natürlich dazu sagen. Also ihr seht gerade ungebufft, obwohl ich fast Full STR bin, habe ich 17.000 HP. Und also wo mein Set nicht mal plus 7 ist, das ist nur plus 6. Und mein Schmuck ist jetzt auch nur Stamps plus 7, Stamps plus 8, also nichts Besonderes. Ja, und trotzdem habe ich 17.000 ungebufft HP. Also man merkt schon, Knight braucht das eigentlich nicht. Also das merkt eigentlich jeder Knight, früher oder später, eigentlich braucht man keine STA. Es geht wirklich, wenn man Full STR stattet. Natürlich muss man dann im Equipment ein bisschen mehr aufpassen. Aber Stattung, Full STR. Wenn ihr Free-to-Play seid, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr ein bisschen struggelt, dann stattet ein bisschen STA. Ich würde maximal 50 machen. 50 ist jetzt nicht so krass, dass es so extrem ins Gewicht fällt. Aber ihr müsst halt wirklich bedenken, Knight braucht den hohen AOE-Damage, weil sonst wird das Leveln einfach lange dauern. Dann kommen wir zu den Skills. Also ich sage jetzt mal nur die Skills, die ihr wirklich zwingend braucht. Und das sind die folgenden, und zwar die Mastery Skills. Also ihr seht schon, die Sword Skills habe ich bei meinem Knight tatsächlich gar nicht geskillt, weil ich bisher noch nicht mit einem Sword AOE'd habe. Dazu sage ich später aber noch was. Also grundsätzlich diese 4 sind für euch interessant. Hier oben theoretisch Guillotine kann interessant sein, da komme ich auch später noch zu. Und das war es bei Mercenary eigentlich schon, alles andere interessiert uns nicht. Empower Weapon kann man maxen, braucht man aber eigentlich auch nicht. Das heißt, das kann man eigentlich alles größtenteils ignorieren. Und dann bei Knight sieht es ähnlich aus. Also auch hier seht ihr schon, habe ich die meisten Skills tatsächlich nicht mal geskillt, weil man sie einfach nicht braucht. Pain Dealer ist gut, falls ihr Bosse macht oder falls ihr Dungeons macht. Das macht einfach mehr Schaden beim Boss im Endeffekt für 15 Sekunden oder auch bei Giants. Aber als AOE Knight werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht so viele Giants und nicht so viele Dungeons machen. Naja, Dungeons vielleicht eher, aber Giants wahrscheinlich eher weniger. Aber ja, ist ganz interessant. Ein wichtiger Skill ist Guard. Also wenn ihr mal bei Monstern levelt, wo ihr sagt, Mann, die sind einfach zu stark, ich verreck hier, ich schaff's einfach nicht hier zu AOEen, dann ist das ein sehr cooler Skill. Der hält 20 Sekunden lang und hat eine 1 Minute Abklingzeit. Das heißt eigentlich die perfekten Werte, um ihn pro AOE einmal einsetzen zu können. Und genau das will man bei dem Skill eigentlich. Man will ihn eigentlich wirklich nur dann einsetzen, wenn man ihn einsetzen muss, weil er verringert die Angriffskraft, aber er verringert in einem wesentlich höheren Maße auch den eingehenden Schaden. Das heißt, ihr macht 25% weniger. Also ihr habt 25% weniger Angriffskraft, wenn Guard aktiv ist, bekommt aber 40% weniger Schaden. Und minus eingehender Schaden ist der beste Wert im Spiel, weil das bedeutet wirklich einfach 40% weniger Schaden. Nicht, dass die Monster nicht, dass ihr 40% mehr Death habt oder so. Nein, die Monster machen wirklich 40% weniger Schaden. Und das merkt man so geistesgestört. Das Guard ist einer der besten Skills im Spiel, kann man fast sagen, in dem Aspekt. Und der ist wirklich ein Gamechanger. Wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, absoluter Gamechanger. Würde ich jetzt aber nicht pauschal immer aktivieren. Ich würde ihn wirklich nur dann benutzen, wenn ihr ohne ihn sterben würdet. Ihr könnt ihn ja auch erstmal nicht benutzen, AOEen, und wenn ihr merkt, okay, der RM kommt mit dem Heil nicht hinterher oder mein Food reicht nicht oder was auch immer, dann kann man ihn zwischen der AOE noch aktivieren. Natürlich muss man dann wirklich schnell sein, weil sonst stirbt man in der Zeit, wo man den Skill benutzt. Aber grundsätzlich ist das ein Skill, der eher zum Absichern da ist, nicht wirklich zum immer aktivieren. Genau, dann Power Stomp ist auf jeden Fall sehr wichtig, ab Level 65, das ist unser AOE-Skill, skaliert auf STR und wichtig noch, hat eine 15% Wahrscheinlichkeit, die Gegner zu betäuben, was extrem nice ist. AOE-Skills, die betäuben können, sind grundsätzlich meistens die besten und Power Stomp, gut, ist hier sowieso die erste und einzige Wahl und zusätzlich hat man noch diese Stun-Wahrscheinlichkeit, das ist extrem stark.
Dann Rage. Das ist jetzt das Gegenstück zu Guard. Deswegen ist es auch lustig, dass das der Folgeskill ist. Bei Rage ist es so, euer Schaden steigt. Allerdings, also eure Angriffskraft, zwar nur um 15%, allerdings auch der eingehende Schaden plus 10%. Also Rage ist so ein bisschen tricky. Es ist, wie gesagt, das Gegenstück zu Guard, kann man sagen. Hier könnt ihr euren Angriff wieder oder grundsätzlich erhöhen. Der hält auch wesentlich länger. Also der hält nicht nur 20 Sekunden, der hält wesentlich länger, der Skill. Und ihr bekommt aber auch mehr Schaden. Glücklicherweise nur 10% auf maximaler Stufe. Das ist nicht so extrem viel. Also ich würde persönlich grundsätzlich sagen, eher aktivieren. Aber auch hier geht natürlich gucken, okay, wenn ihr Rage aktiviert, überlebt ihr dann überhaupt? Also könnt ihr dann noch AOEen oder sterbt ihr dann? Logischerweise, wenn ihr extreme Probleme habt und ihr sterbt, wenn ihr Rage aktiviert, ja, dann aktiviert es natürlich nicht. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Monster AOEt, sagen wir mal, die nur 1 oder 2 Level über euch sind oder so, die euch nicht so viel Schaden machen, dann ist Rage auf jeden Fall sehr hilfreich, weil es erhöht euren Damage extrem. Also, oder was heißt extrem, aber schon sehr gut um 15% und ist auch echt cool. Dann Pain Reflection skaliert leider mit SDR, deswegen ist der meistens immer relativ kurz, wenn man relativ viel SDR gestattet hat oder fast alles auf SDR gestattet hat, dann hält der Skill nicht so lange. Ja, erhöht so ein bisschen euer Schaden, weil halt Schaden auf die Monster zurückgeworfen wird, ist aber insgesamt nicht so relevant, weil ja, normalerweise macht das jetzt keinen gigantischen Unterschied. Ich würde ihn trotzdem immer benutzen, keine Frage. Kann halt dafür sorgen, dass hier und da mal ein Monster etwas früher stirbt. Grundsätzlich ist der Schaden, der zurückgeworfen wird, aber so niedrig, dass es jetzt keinen gewaltigen Unterschied oder so macht. Und der letzte Skill, der noch interessant ist, ist dieser hier, und zwar Ruf der Wut oder Call of Fury auf Englisch. Den Skill braucht ihr eigentlich auch nicht unbedingt zwingend, ist auch mehr so ein bisschen Quality of Life, was der einfach macht. Der ist hilfreich beim Pullen, das werde ich euch auch später noch zeigen im Gameplay. Hier ist es einfach so, dass ihr halt Monster auf etwas Range, Zauberreichweite 5 steht da ja, also auf etwas Range pullen könnt und auch mehrere Monster auf einmal pullen könnt. Also es ist ein Range AOE-Pull mit Cooldown leider, 5 Sekunden Cooldown, was recht lang ist beim Pullen natürlich, aber kann hier und da echt cool sein, wenn 5 Monster wirklich direkt nebeneinander stehen, dann müsst ihr nicht direkt zu denen laufen und Power Stomp einmal benutzen, sondern könnt etwas aus der Entfernung Ruf der Wut aktivieren und direkt weiterlaufen. Aber wir werden es uns dann anschauen. Dann zum Cloak. Ja, hier ist es eigentlich auch ganz klar. Entweder ihr nehmt den STR-Cloak oder den STA-Cloak. Wenn ihr Full STR seid, vor allem am Anfang, würde ich euch definitiv eher den STA-Cloak empfehlen. Das ist eigentlich immer meine Herangehensweise. Lieber Stats auf Full Damage und dann Equipment auf Full Verteidigung und das dann ein bisschen probieren auszubalancieren. Und dann kann man ja immer gucken, wo fehlt noch was, wo brauche ich noch mehr und so weiter. Das ist eigentlich immer mein Ansatz, sage ich mal, vor allem als Free-to-Play-Spieler. Genau, deswegen STA oder STR-Cloak, eher STA am Anfang, STR eher am Ende oder wenn ihr jetzt schon gut aufgestellt seid. Was das Pad angeht, habt ihr theoretisch mehrere Wahlen. Ihr könnt quasi ein HP-Pad nehmen, ein Nightmare. Ihr könnt ein Death-Pad nehmen, ein Hippogriff. Warum, sage ich gleich noch, warum der trotzdem relevant ist, auch wenn der immer geroastet wird. Und ihr könntet rein theoretisch auch einen Bahamut nehmen oder einen Behemoth für mehr Damage. Mehr Damage würde ich jetzt bei einem Pad als AOE Knight tatsächlich sagen, vergesst es, weil die Pads geben euch kaum Damage. Also ich meine, klar, STR, wenn ihr jetzt ein 50 STR-Pad hättet, natürlich würde das gut Damage geben, aber das ist relativ teuer und vor allem mittelmäßige bis eher schlechte Pads geben da, finde ich, verhältnismäßig wenig, weil man zugeben muss, STR-Pads sind recht günstig. Aber ich persönlich würde das Pad, wie ich es gerade schon gesagt habe, einfach Full STR gehen und dann lieber über das Pad auch noch weitere HP-Punkte aufbauen. Und hier ist es grundsätzlich einfach so, dass ein HP-Pad irgendwie die meiste Value hat. Es gibt mittelmäßige HP-Pads, also HP-Pads haben leider das Stigma, dass sie relativ teuer sind, vor allem wenn sie gut sind, aber das ist vor allem der springende Punkt. Es gibt viele Pads, die halt wirklich extrem mittelmäßig gelevelt sind und wenn Nightmare mittelmäßig gelevelt ist, also sagen wir jetzt mal ein Beispiel 1, 2, 2, 3, 3, 2 oder sowas, dann gibt das trotzdem einen guten HP-Wert, einen guten HP-Boost und ist dann aber nicht wirklich teuer, weil es einfach grottenschlecht gelevelt ist, aber es bringt euch trotzdem relativ viel für das Geld, was ihr dann investiert. Also ich persönlich würde jetzt zum Nightmare greifen. Warum aber der Hippogriff trotzdem eine kluge Wahl sein kann, ist erstens, der Hippogriff ist wahrscheinlich eines der günstigsten Pads im Spiel und zweitens hat er den besten Grace im Spiel oder einen der besten Grace. Denn der Hippogriff Grace ist, er verringert den eingehenden Schaden. Das heißt, das ist der gleiche Effekt wie bei Guard und in Verbindung mit Guard kann ein Hippogriff quasi dafür sorgen, dass ihr basically keinen Schaden mehr bekommt für 20 Sekunden. Also Guard und der Grace von dem Pad halten beide 20 Sekunden. Und zusammengenommen könnt ihr damit, wie gesagt, fast unsterblich werden. Also ihr könnt dann literally für 20 Sekunden eigentlich nicht mehr sterben. Wenn ihr für, also sagen wir mal, ihr habt einen C-Hippogriff oder so, dann kostet das Grayson theoretisch auch nicht so viel. Das ist schon ziemlich insane.
Allerdings ein relativ hoher Kostenpunkt, also ich will es euch auf keinen Fall empfehlen. Also meine Empfehlung ist Nightmare, aber warum ein Hippogriff trotzdem interessant sein kann, ist wegen dem Grace-Effekt. Und auch bei einem, wie gesagt, C-Klasse Hippogriff hatte ich selber, ist ein absoluter Gamechanger, weil zusammen mit Guards seid ihr quasi unsterblich für 20 Sekunden. Und das ist einfach trotzdem irgendwie krass. Zum Schmuck muss ich sagen, also AOE Night habe ich auch relativ viel gespielt tatsächlich. Ja, wie schon gesagt, Full STR, wenn ihr geht. Also ich bin jetzt in meinem Fall tatsächlich nicht ganz Full STR, aber ja, es macht jetzt keinen riesigen Unterschied. Ich würde erstmal anfangen mit vielleicht Stamps plus 7. Ich habe es ganz Stamp plus 8. Alternativ natürlich nicht Pensero, Strente plus 1. Also wenn ihr mehr auf Schaden gehen wollt, dann nehmt ihr natürlich Strente plus 1. Kosten ganz wenig momentan. 1 Million die günstigsten. Normalerweise, also wirklich ganz, ganz wenig. Stamps plus 7 könnte ein bisschen schwieriger sein, die zu finden, aber die kosten auch nur wenige Millionen, die sind auch ganz günstig. Und dann würde ich grundsätzlich sagen, 2 Penseros plus 1. Natürlich immer gerne besser. Warum Speedos nicht und warum ich trotzdem einen trage, ist ein bisschen ein Meme. Also ich habe halt mal ein Speedo plus 2 gedroppt und bei Schmuck plus 2, vor allem Speedos, extrem selten sind bei Clockworks, habe ich mich damals einfach geweigert, den für, ich glaube, 80 Mio oder so ist der Wert. Da sieht man schon, dass der wirklich nicht sehr gut sein kann, wenn er so wenig wert ist. Weil die meisten plus 2 Sachen, ich meine, gut, das ist schon eine Weile her, muss man dazu sagen. Jetzt ist er wahrscheinlich ein bisschen mehr wert. Aber die meisten plus 2 Sachen bei Clockworks sind relativ teuer. Und der Speedo war damals so günstig, dass ich gesagt habe, ey, den will ich nicht verkaufen. Ich verkaufe nicht einen Drop, der so ultra selten ist für freaking 80 Mio. Und dann habe ich ihn einfach behalten und ausprobiert. Und zugegebenermaßen Speedo plus 2 oder natürlich vor allem Speedo plus 3, wenn man noch nicht maximale Blockrate hat, ist natürlich insane. Das wird später vielleicht auch nochmal relevant werden, wenn wir zu den Waffen kommen. Aber ist halt auch wirklich relativ teuer. Also für den Anfang würde ich sagen, definitiv 2 Penseros plus 1, keine Speedos plus 1. Speedos plus 1 geben noch weniger Blockrate. Ich finde 6% Blockrate ist gut. Alles drunter ist schon relativ schlecht, weil Penseros geben wirklich 150 Verteidigung und das ist vor allem am Anfang insane, wie viel weniger Schaden ihr bekommt. Und am Anfang habt ihr eh nicht so eine gute Blockrate. Das heißt, ob ihr da 6% mehr Blockrate habt oder nicht, spielt kaum eine Rolle, spielt eine extrem geringe Rolle. Da würde ich lieber wirklich auf Death bauen, wo Death auch noch eine größere Rolle spielt, bei normalen Monstern vor allem. Und deswegen Penseros plus 1, solltet ihr welche haben, Speedos ab plus 2 sind auch eine gute Wahl. Aber die sind relativ teuer im Verhältnis zu Penseros plus 1, die literally nur 2 Millionen Penia kosten. So, Necklace, natürlich einfach eine AP-Necklace. Ich habe jetzt hier eine Pep plus 1. Puran würde natürlich auch super funktionieren. Dann kommen wir zu den Set-Upgrades. Also ich habe es ja gerade oder vorhin schon erwähnt. Mein Set ist nur plus 6 und wie gesagt, ich bin damit auf 125. Muss ich vielleicht dazu sagen, nur im Tower, aber trotzdem hoch oder überwiegend im Tower hochgelevelt. Aber im Tower sind die Monster tatsächlich grundsätzlich stärker als in der Open World. Also von dem her ist es eigentlich sogar noch ein Pluspunkt, kann man sagen. Und also ich bin ganz gut gefahren hier mit den Upgrades von plus 6. Das heißt, bis 105 könnt ihr auf jeden Fall mit Upgrades plus 5, plus 6 wie immer spielen. Es gibt keinen Bedarf, dass ihr euer Level 50er oder 75er Set unbedingt auf plus 8 machen müsst. Auch hier gilt natürlich wie immer, je besser, desto besser. Aber ihr braucht es schlichtweg einfach nicht zwingend. Da ist es rausgeschmissenes Geld, wenn ihr nur dafür jetzt irgendwie F-Coins aufladet oder sonst was. Ja, wenn ihr es euch leisten könnt, dann macht es. Oder wenn ihr ein Set findet, das darauf, also das eure Erwartungen erfüllt, dann holt euch das. Aber plus 5, plus 6 reicht definitiv. Ich habe in meinem Fall tatsächlich 4 Sockel. 3 Sockel würden auch reichen. Allerdings natürlich 4 Sockel sind natürlich besser. Ab 105 dann solltet ihr natürlich schon gucken, dass ihr möglichst die 4 Sockel natürlich habt. Dann zu den Waffen-Upgrades. Also hier ist es so, meine Waffe hat tatsächlich Erde plus 8. Das spielt aber keine Rolle, die habe ich so gekauft. Ich habe sie eigentlich nur gekauft wegen Power Storm plus 23, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Und beim Element ist es, habe ich vorhin glaube ich schon angesprochen, egal grundsätzlich. Also ihr werdet halt, wenn ihr als AOE Knight eure Monster pullt, höchstwahrscheinlich oft auch mal einen Auto-Attack machen, keine Frage. Aber nur für diesen einen Auto-Attack ein Element plus 1 drauf zu machen und immer wieder zu changen, ist ziemlich sinnlos, weil es letztendlich fast keinen Unterschied macht, ganz ehrlich. Oh, weil ja eure Auto-Attacks machen zwar nicht wenig Schaden oder so, aber ob ihr da jetzt noch ein paar K, also oder ein bisschen mehr Schaden macht, es spielt einfach kaum eine Rolle, eine sehr untergeordnete Rolle. Also wenn ihr ein Element wollt, dann macht plus 1 und wechselt es immer, wenn ihr zu anderen Monstern geht, dass ihr immer das richtige Element habt. Auf jeden Fall macht es keinen Sinn, Element höher als plus 1 zu machen und bei AOE-Angriffen, also bei Power Storm, spielt euer Element absolut keine Rolle. Sockel habe ich jetzt hier tatsächlich noch keine drauf gemacht damals. Hier habt ihr ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten als bei anderen Klassen. Also grundsätzlich STA ist natürlich eine Möglichkeit, STR ist eine Möglichkeit und Fähigkeitsschaden wäre eine Möglichkeit. Preis-leistungstechnisch sind die Karten, glaube ich, alle ziemlich günstig. Also ich habe jetzt nicht
Also so wird sich auch in der Zukunft wahrscheinlich verändern. Aber die müssten alle relativ günstig sein. Preis-leistungstechnisch kann ich jetzt nicht genau sagen, welche wo die beste ist. Es kommt halt auch hier wieder drauf an, naja, wo struggelt ihr? Habt ihr genug HP, dann geht ihr eher auf Damage. Habt ihr genug Damage, dann geht ihr, habt ihr genug Damage, aber nicht genug HP, dann geht ihr eher auf HP. Also wie immer müsst ihr halt einfach abwägen, was ihr in dem Moment einfach braucht und dann macht ihr entsprechend die Karten rein. Und was besser ist, SDR oder Fähigkeitsschaden, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich es noch nie ausprobiert habe. Ich persönlich würde aber dazu neigen, wahrscheinlich eher SDR zu machen. Fähigkeitsschaden ist aber grundsätzlich meistens die Low-Budget-Variante. Ich glaube aber tatsächlich in dem Fall, dass die Void-Karten eher teurer sind als die Fire-Karten. Aber auch hier müsst ihr halt einfach gucken, was euch günstiger erscheint. Das würde ich dann tatsächlich einfach nehmen. Ansonsten SDR. Zu der Buff-Priorisierung ist es so ein bisschen schwieriger zu sagen, weil da hat natürlich auch jeder so ein bisschen eine andere Meinung. Ich persönlich würde sagen, die wichtigsten Buffs sind tatsächlich Quickstep und Haste. Wie oft? Weil Haste, wie gesagt, Autoangriffe benutzt ihr schon zum Pullen grundsätzlich eigentlich eine lange Zeit oder die meiste Zeit in der Regel. Ihr könnt natürlich auch mit Skills pullen, aber Auto-Attacks, vor allem mit 100% Attack-Speed, falls ihr 100% Attack-Speed haben solltet oder zumindest so nah rankommt wie möglich, geht in der Regel meistens schneller, kommt halt immer auf die genaue Situation an. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, auch wenn ihr es grundsätzlich jetzt nicht so sehr braucht. Aber wenn ihr der Meinung seid, okay, ihr pullt nur mit Skills oder überwiegend mit Skills, dann macht Haste natürlich keinen Sinn. Also das ist zum Beispiel etwas, wo einfach die Meinungen auseinandergehen. Ich persönlich würde sagen, Haste schon wichtig, wegen Pull-Geschwindigkeit. Andere würden wahrscheinlich sagen, ist nutzlos. Mental Sign habe ich gerade fast vergessen. Natürlich Mental Sign auf jeden Fall max, damit eure Buffs höher und länger sind. Also wenn ihr Mental Sign bufft, grundsätzlich übrigens immer so machen, einmal Mental Sign euren AM buffen, jetzt habe ich 20 plus 15 und jetzt mache ich einfach nochmal Mental Sign und jetzt habe ich 20 plus 17. Unbedingt immer wichtig, Mental Sign maxen und immer zweimal buffen, bevor ihr euch wirklich bufft. Ganz wichtig. Weil dadurch werden eure Buffs einfach 2 Stufen besser in meinem Fall und ich habe jetzt quasi jeden Buff dann um 2 Stufen erhöht dadurch. Insane Unterschied. Ja, und ansonsten natürlich als AOE Knight, logischerweise braucht ihr Heap Up. Dann würde ich tatsächlich sagen, ist Cat's Reflex besser als Patience. Auch da können die Meinungen eventuell etwas auseinandergehen. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann macht einfach das. Auf jeden Fall Patience und oder Cat's Reflex, würde ich sagen, gleiche Priorität, sind beide extrem wichtig. Und danach würde ich erst sagen, kommt Beef Up. Beef Up erhöht halt einfach nur euren Schaden, was grundsätzlich natürlich nicht unwichtig ist. Aber wichtiger vor allem ist AOE Knight, wenn ihr Monster tankt. Naja, ihr müsst ja erstmal überleben. Wenn ihr nicht überlebt, dann bringt euch aller Schaden der Welt nichts, weil dann seid ihr nutzlos, mehr oder weniger, in eurer Funktion. Und deswegen Beef Up erstmal hinten anstellen. Wenn alles passt, dann kann man Beef Up maxen. Und Cannonball ist extrem unwichtig. Accuracy ist der unwichtigste Buff in dem Fall, braucht ihr eigentlich gar nicht. Cannonball ist nicht schlecht, aber würde ich tatsächlich auch als allerletztes dann vor Accuracy noch anstellen. Und dann kommen wir schon auch zu den Sets. Das ist jetzt eigentlich das einfachste und ja, sage ich mal, naheliegendste. Wir haben, wie so oft, das CW-Set als erstes. Es gibt euch einen insane Verteidigungswert gegen alle Monster außer Windmonster. Bei Windmonstern ist es leider so, dass die keine, ich weiß nicht, warum im Wiki diese Verteidigungswerte nicht dabei stehen. Also sie geben Verteidigungswerte gegen alle Elemente, aus irgendeinem Grund steht das im Wiki nicht dabei. Ist aber egal, es ist so. Und es ist leider gegen alle Monster-Elemente außer Wind. Das heißt, Windmonster sind gegen euch dann die stärksten. Alle anderen sind quasi wie kleine Babys, wenn die euch schlagen. Ansonsten gibt das Set jetzt leider keine wirklich relevanten Werte. Also hier ist sowas wie FP, Hitrate und Attack Speed. Ja, es sind leider keine wirklichen Werte, die wir als AOE Knight haben wollen. Aber Shamudra Set einfach nur wegen der Verteidigung bis 75 auf jeden Fall die beste Wahl, meiner Meinung nach. Dann auf 75 würde ich persönlich wechseln auf das Varpon Set. Grundsätzlich ist es so, mit dem Shamudra Set bekommt ihr weniger Damage. Also solltet ihr irgendwie strugglen mit dem Varpon Set oder weil euer Varpon Set noch nicht plus 5 oder plus 6 ist oder noch keine Sockel hat oder was auch immer, dann könnt ihr noch weiterhin das Shamudra Set natürlich benutzen. Das ist grundsätzlich bis 105 das beste Tank-Set auf jeden Fall, wenn ihr verteidigungsmäßig argumentiert. Allerdings ist es beim Varpon Set einfach so, dass ihr halt 10% Fähigkeitsschaden bekommt. Und wie ich es anfangs oder immer wieder schon erwähnt habe, als AOE Knight will man eigentlich auch Schaden machen. Man ist kein Tank. Das ist das, was ein paar Leute nicht so ganz verstehen. AOE bedeutet nicht Tank, AOE bedeutet lediglich, ich töte mehrere Monster zeitgleich. Natürlich, vor allem wenn ich Face tanke, dann muss ich logischerweise eine gewisse Verteidigung haben, sonst sterbe ich. Aber das bedeutet nicht, dass ich ein Tank bin. Das bedeutet lediglich, dass ich, wenn ich AOE stehen bleibe und halt nicht Hit-and-Run-Level, aber ansonsten bedeutet das nicht, dass ich ein Tank bin. Einfach nur AOE. AOE ist nicht Tank. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die haben nichts miteinander zu tun. Zwingend. Also können was miteinander zu tun haben, aber nicht zwingend. Ansonsten gibt es das Set halt natürlich SDA und HP. Ist also einfach die
ja, so beste Mischung aus Damage und Verteidigung. Ihr werdet merken, mit dem Shamudra-Set bekommt ihr wesentlich weniger Schaden. Ich weiß, wie gesagt, wählt dann das, was euch besser gefällt. Ich persönlich würde auf jeden Fall das Vapon-Set nehmen und nur auf das Shamudra zurückgreifen, wenn es gar nicht anders geht. Dann auf 105 kann man wechseln, muss man aber nicht. Also ich persönlich habe schon gemerkt, mit dem Vapon-Set kriegt man richtig aufs Maul irgendwann. Vor allem Dark und 3 Wüste ist da ziemlich krass, weil die Monster da extrem viel Schaden machen. Da kann es mit dem Vapon-Set ein bisschen strugglig werden. Mit dem Shamudra-Set vermutlich auch, weil das Shamudra-Set auch irgendwann so ein bisschen an Wirkung verliert. Also das Shamudra-Set wird wahrscheinlich sogar noch ein kleines bisschen besser sein vom reinen Damage-Output als das Knight-Set auf 105. Aber das Knight-Set bietet halt uns wieder Blockrate, zusätzliche HP, Crit Resist, diese ganzen Verteidigungswerte. Das heißt, wenn ihr ein geupgradetes Knight-Set vielleicht plus 8 mit 4 Sockeln findet, ist das hier wahrscheinlich die naheliegendste Wahl. Aber hier auch wieder, vor allem interessant, struggelt ihr überhaupt? Klappt es mit dem Vapon-Set? Klappt es mit dem Shamudra-Set? Da müsst ihr halt einfach selber gucken, okay. Wenn ihr Probleme habt, würde ich auf jeden Fall das Knight-Set bzw. das Nayat-Set nehmen. Aber da dann wirklich darauf achten, dass es wirklich plus 8 mit 4 Sockeln ist, weil sonst ist es kein wirkliches Upgrade versus zum Beispiel Shamudra. Also es sollte schon gut sein, das Nayat-Set, sonst lohnt sich das nicht wirklich. Auf 120 kommt dann das absolute Nonplusultra-OE-Set, also das ist absolut, steht nicht zur Debatte, das müsst ihr nehmen. Das gibt euch heftige PvE Damage Reduction, das heißt, ihr kriegt wesentlich weniger Schaden. Es gibt euch PvE Damage, es gibt euch 25% HP-Rate, Blockrate, alles einfach. Ja, das müsst ihr nehmen. Absolutes Nonplusultra ist mit Abstand das beste AOE-Set. Das trägt jeder AOE-Knight. Und das gleiche gilt dann einfach für das 150er-Set. Es ist im Endeffekt die verbesserte Version von unserem Cruentos-Set. Klar, Bilaire, das ist auch tatsächlich relativ günstig, weil das bei normalen Monstern droppen kann in der Koralleninsel. Also das kostet aktuell, glaube ich, clean so um die 200 bis 300 Millionen oder so. In der Zukunft wird das wahrscheinlich noch immer günstiger werden. Also das ist tatsächlich, kann man sich das leisten. Das ist nicht extrem teuer. Und ja, ist ja einfach ein sehr, sehr gutes AOE-Set. Die Sockel habe ich, glaube ich, vorhin vergessen, leider von den Sets. Also ich hatte ja HP-Rate auf meiner Suit. Grundsätzlich ist es so, HP oder Angriff. Auch hier gilt wieder, was braucht ihr am ehesten? Das nehmt ihr. Ich würde persönlich sagen, am Anfang, wie gesagt, wenn ihr Full SDR seid und so, würde ich lieber HP-Rate nehmen. Später dann, vor allem wenn ihr auf die krassen Sets wechselt, wie Cruentos und Bilaire, sieht man auch oft Cruentos-Sets mit ATK. Und das halt auch aus gutem Grund, weil grundsätzlich, wenn ihr ein Cruentos-Set tragt, dann seid ihr schon extrem tanky. Also nur durch das Cruentos-Set, gegebenenfalls euren Schmuck und natürlich Buffs, seid ihr schon extrem tanky als Knight und eure Waffe natürlich nicht zu vergessen. Und da ist es einfach so, dass man da wirklich sagen kann, okay, ich socke jetzt ATK, weil ich will einfach mehr AOE-Schaden machen. Ich habe genug HP, ich sterbe nicht, alles gut. Und genauso ist es auch. Das heißt, im High-Level eher ATK, im Low-Level würde ich tatsächlich sagen eher HP, aber kommt auch immer drauf an. Als letztes kommen wir zu den Waffen und ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich das vorhin schon gesagt habe. Power Stomp wollt ihr natürlich als Skillerweckung. Power Stomp als Skillerweckung so hoch wie möglich. Ihr habt ja gesehen, meine LG Big Axe hatte 23%. Und ja, das wollt ihr auf jeden Fall auch haben. Also so viel Power Stomp wie möglich. Die Waffen beim AOE Knight sind eigentlich relativ simpel bis aufs High Level. Denn am Anfang hat man eigentlich überhaupt keine Wahl. Das Problem ist nämlich, als AOE Knight muss man Two-Hand-Waffen nehmen. Oder, naja, theoretisch nicht zwingend, aber ich würde es stark empfehlen, weil Power Stomp definitiv besser ist als Special Hit. Und ja, da hat man eigentlich keine wirkliche Auswahlmöglichkeit. Meistens hat man nur eine Wahl. Und das ist grundsätzlich eigentlich auch immer die Big Axe. Also wir haben hier Guardian Big Axe mit STR plus 7, HP plus 10. 2 Werte, die wir als AOE Knight haben wollen. Super cool, passt, nehmen wir. Dann Historic Big Axe, HP plus 18, Block plus 7 auf 75. Auch das passt perfekt. 2 Werte, die wir definitiv brauchen, nehmen wir. Alternativ wäre hier noch zu erwähnen die Ivalice Axe. Allerdings bin ich persönlich kein Fan davon, weil sie kostet relativ viel, die Ivalice Big Axe. Oder sie kostet auf jeden Fall mehr und ist seltener als die Historic Big Axe. Außerdem gibt sie keinerlei defensive Werte, sondern lediglich Fähigkeitsschaden. Und das ist, finde ich persönlich, einfach nicht so gut, weil das funktioniert mit unserer restlichen Taktik nicht so gut. Deswegen würde ich persönlich die Ivalice Big Axe nicht nehmen. Und dann auf 105 haben wir Auswahlmöglichkeiten von mehreren Waffen. Ich persönlich würde zur Mythical Silver Big Axe greifen. Sie bringt 25% HP, 20 STA und 10% Blockrate. Ist eigentlich ja, das Nonplusultra auf dem Level. Alles Werte, die wir brauchen natürlich. Alles defensiv, aber das ist uns egal. Deswegen sind wir Full SDR und so weiter. Und ja, damit wird man auf jeden Fall gut tanky. Ihr habt gesehen, ich hatte die AG Big Axe. Ich habe tatsächlich auch eine Mythical Silver Big Axe, die ist aber schlechter vom Power Stomp Damage her.
Und deswegen habe ich weiterhin meine AG benutzt, einfach weil sie mehr Schaden gemacht hat. Aber die Mythic Silver Big Axe ist grundsätzlich besser, weil sie noch zusätzlich STA gibt, was die AG Big Axe nicht macht. Ja, und dann kommen wir jetzt zu einem kleinen Dilemma. Denn ab 120 haben wir Auswahlmöglichkeiten, die alle Sinn ergeben oder die definitiv Sinn ergeben. Wir haben grundsätzlich die Slayer, das ist auf 150 dann übrigens auch so. Die Slayer, die Blockrate geben. Also alles, was ich jetzt sage, gilt für 150, genauso wie für 120. Oder 120er Waffen, 150er Waffen. Bei 150er Waffen sind natürlich relativ teuer, aber das ignorieren wir jetzt mal kurz. Und zwar gibt es Slayer, Blockrate, ist aber grundsätzlich die Waffe, mit der wir ein kleines bisschen weniger Schaden machen. Und der Executioner gibt uns verringerter eingehender Schaden, also dieses Incoming Damage minus, das heißt, wir bekommen weniger Schaden. Das sind jetzt beides Werte grundsätzlich, die man natürlich haben will. Allerdings muss man wirklich sagen, Blockrate, vor allem maximale Blockrate, ist insane. Das macht einen Unterschied wie Tag und Nacht tatsächlich. Also ob ihr jetzt 65 oder 75% Blockrate habt, das macht einen spürbaren, einen greifbaren Unterschied. Und das heißt, die meisten Leute werden wahrscheinlich nur mit dem Bloody Obsidian Slayer, zumindest wenn sie keine Speedos tragen, das sind wir beim Thema Speedos, werden nur mit dem Bloody Obsidian Slayer auf 75% Blockrate kommen. Anders werden sie es höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Das bedeutet, wenn ihr nicht genug Blockrate habt, dann solltet ihr eher zum Bloody Obsidian Slayer greifen, auch wenn man sich denkt, ja gut, er bringt zwar keine Blockrate, aber Incoming Damage ist ja auch nicht schlecht. Stimmt auch, ich würde jetzt auch nicht pauschal sagen, dass die Waffe so extrem viel schlechter ist, aber wie gesagt, ich würde Blockrate einfach höher bewerten als dieses Incoming Damage und deswegen zum Slayer greifen, wenn ihr nicht genug Blockrate habt. Jetzt ist es allerdings so, falls euer Geldbeutel groß genug ist und ihr Speedos plus 2 oder plus 3 habt, müsst ihr halt ein bisschen durchrechnen. 20er Buffs oder hohe Buffs spielen natürlich auch noch eine Rolle. Dann kann man auf jeden Fall maximale Blockrate oder könnte man maximale Blockrate mit dem 150er Equipment dann auch mit Speedos erreichen. Vor allem Speedos plus 3 wären hier natürlich insane. Wenn ihr das habt, dann solltet ihr natürlich zum Executioner greifen, weil bei 75% Blockrate ist Blockrate gecapped. Das bedeutet, alles, was über 75 hinausgeht, ist weg. Das verschwindet einfach, das verpufft und ist weg. Und das bedeutet, wenn ihr das schaffen solltet, ohne Slayer auf 75 Block zu kommen, ist der Executioner wesentlich besser, weil dann habt ihr 75% Blockrate plus minus Incoming Damage und damit sollte man damit sollte man legit unbesiegbar sein. Dann kann einem eigentlich nichts mehr irgendwas anhaben, wenn man zusätzlich noch gehealt wird von einem AM. Und das gleiche gilt, wie gesagt, hier auf den Lusakas Heavy Sword und Lusakas Heavy Big Axe. Für die beiden Waffen auf 150, das ist genau das gleiche. Die Big Axe gibt Incoming Damage minus und das Heavy Sword gibt Blockrate. Also hier genau das gleiche. Es wird wahrscheinlich auf 150 eher zutreffen als auf 120, muss ich ganz offen sagen. Aber wie gesagt, mit Speedos plus 3 und so könnte es rein theoretisch sein, dass es mit Set plus 10 und allem drum und dran eventuell ausreicht, dass ihr dann tatsächlich den Slayer nicht nehmen müsst. Aber erfordert halt natürlich sehr großes Investment in Speedos. Und damit war es das zu den Waffen. Und dann kommen wir auch schon zur Gameplay-Demonstration. Ich bin jetzt extra bei ein bisschen niedrigeren Monstern, weil ich jetzt da nebenbei rede und ich spiele momentan auch ehrlich gesagt aktiv kein AOE Knight. Die machen mir aber trotzdem ganz gut Damage, weil ich Wasser auf der Suit habe tatsächlich und die sind Blitz. Deswegen ist es trotzdem eine ganz faire Demonstration, weil die geht mir tatsächlich ziemlich auf die Fresse. Erstens, weil ich noch ein Warpon-Set auf Level 126 trage, bei Monstern auf Level fast 120. Und andererseits, naja, wie gesagt, weil ich Wasser auf der Suit habe und dadurch der Schaden der Monster nochmal extrem geboostet wird. Oder sagen wir nicht extrem, aber zumindest gut geboostet wird. Ja, und jedenfalls, was ich euch am ehesten zeigen wollte, sind die verschiedenen Arten, wie man pullen kann. Also grundsätzlich ist es so, ihr habt immer Attack-Speed-Probleme, weil wir haben ja kaum Decks, sind Full STR und mit Two-Hand-Waffen bzw. Big Axes vor allem ist es normalerweise schwierig, auf maximale Attack-Speed zu kommen, also 100% Attack-Speed. Ich habe jetzt hier nur 85, das ist aber trotzdem ausreichend. Ja? Wenn man 100 hat, wäre natürlich nice, aber braucht man es theoretisch auch nicht zwingend. Funktioniert auch ohne. Ich merke gerade, meine FP gehen gleich flöten, deswegen machen wir hier mal einen Vitaldrink an. Genau. Warum das aber trotzdem schneller ist als normalerweise, also wenn ich jetzt hier zack und zack mache, ist das bei einzelnen Mobs grundsätzlich schneller, als wenn ich stehen bleibe, Powerstomp drücke und dann weitergehe. Gut, jetzt habe ich zweimal Powerstomp gedrückt, fairerweise, okay. Aber grundsätzlich Skills einsetzen ist, und das will ich euch damit im Endeffekt einfach nur zeigen, ist grundsätzlich meistens eher langsamer, weil man halt als Knight keine Magiebeschleunigung hat und die Skills, selbst wenn man Magiebeschleunigung hätte, sowieso nicht schneller würden. Und das bedeutet einfach, Auto-Attacks sind da für mich persönlich zumindest die bessere Wahl, in der Regel, wenn Monster einzeln rumstehen. Wenn jetzt aber Monster in Gruppen stehen, so wie da gerade, ich glaube, wir haben gerade auch mit Powerstomp mehrere Monster auf einmal gepullt,
Dann könnt ihr es entweder machen, dass ihr in die Mitte der Monster lauft und zack, so mit einmal Powerstorm 3 Monster pullt oder sogar 4 Monster, wobei ich das doppelt eingesetzt. Ja, dann ist das natürlich besser, logischerweise. Dann habt ihr zwar die lange Skill-Animation, aber ihr pullt ja auch 3 Monster auf einmal. Das geht dann wiederum schneller, als 3 einzelne Auto-Attacks zu machen. Und da kommt jetzt eben noch der eine Skill, den ich vorhin erwähnt habe, oder die beiden Skills, die ich vorhin erwähnt habe, noch hinzu. Einer war ein Merc-Skill, Guillotine. Guillotine ist ein Fernkampf-Mercenary-Skill. Und zwar funktioniert er so, ich stehe relativ weit weg und kann mit Guillotine das Monster pullen. Ihr seht schon, auch hier die Animationszeit des Skills ist ziemlich lange. Das heißt, ja, mit einem 10% Speedset oder generell, wenn ihr relativ fix unterwegs seid, dann ist das nicht mal unbedingt sehr viel schneller als ein Auto-Attack. Es kann aber ganz hilfreich sein, wenn einfach 1 oder 2 Monster echt blöd stehen und man keinen Bock hat hinzulaufen. Ja? Also kann hilfreich sein. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass das der beste Weg ist, um Monster zu pullen. Also jetzt nur mit Guillotine zum Beispiel. Würde ich jetzt eher nicht machen persönlich, aber das ist halt auch so eine persönliche Sache. Wenn ihr es machen wollt, dann macht es. Mein Gott, es ist mir ehrlich gesagt egal. Der wesentlich effizientere Weg, aber ist vor allem bei Gruppen von Monstern, hier Ruf der Wut einzusetzen. Ihr seht jetzt hier, wir haben 4 Monster gepullt, auch so semi auf Range, also anders als bei Powerstorm, wo ich ja in die Gruppe der Monster wirklich reinlaufen muss, um sicherzustellen, dass ich sie alle treffe, was ja ein Nahkampf-Skill ist. Non-Target, by the way. Powerstorm ist Non-Target. Richtig geil. Genau, dann kann ich Ruf der Wut einsetzen. Das heißt im Endeffekt die besten, also Powerstorm würde ich tatsächlich am wenigsten nehmen, außer ihr habt Ruf der Wut oder Call of Fury, wie auch immer ihr es nennen wollt, auf Cooldown. Dann würde ich tatsächlich zu Powerstorm greifen. Da aber der Cooldown jetzt wirklich nur 5 Sekunden beträgt und in der Regel stehen es nicht 2 oder 3 Gruppen von Monstern nebeneinander, außer ihr habt eine insane Mobdichte, dann reicht wahrscheinlich, wenn ihr einfach nur Ruf der Wut einsetzt. Das ist ein bisschen Range. Skill-Animation ist natürlich lange, wie bei allen Skills von Knight. Die sind auch ungefähr alle gleich lang, die Animationen, sag ich mal. Oder sie sind alle auf jeden Fall langsam. Ob sie jetzt gleich lang sind, sei mal dahingestellt, aber sie sind auf jeden Fall alle langsam. Das ist ziemlich nervig. Aber das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr pullen könnt. Ja. Aber hier ist vor allem wichtig, dass ihr euch einfach selber mit den Skills beschäftigt, die selber ausprobiert und für euch selber entscheidet, welche Skills wollt ihr benutzen. Weil wenn ich euch jetzt strikt sage, nehmt den Skill und nicht den, das bringt nichts. Ja. Das muss jeder für sich selber entscheiden, finde ich persönlich. Ist ja auch das Spielgefühl, was eine Rolle spielt. Und wenn ihr das Gefühl habt, Guillotine ist der beste Skill zum Pullen, dann pullt mit Guillotine. Wenn ihr das Gefühl habt, Powerstorm ist der beste Skill zum Pullen, dann pullt mit Powerstorm. Wenn ihr das Gefühl habt, Call of Fury ist der beste Skill, dann macht Call of Fury. Und wenn ihr das Gefühl habt, Auto-Attacks, dann macht Auto-Attacks. Das ist wirklich jedem selbst überlassen, finde ich persönlich. Und da sollte man sich nicht zu sehr einschränken lassen von der Meinung von anderen Leuten. Es ist ja auch nur ein Spiel, muss man dazu sagen. Er hat gerade den heftigsten Portbug seines Lebens. Und ja, dann können wir noch vielleicht zu den Night Skills kommen. Also ihr seht schon, ich habe Rage aktiviert. Das erhöht natürlich auch nochmal den Schaden der Monster. Also wie gesagt, wir kriegen hier erstaunlich krass auf die Fresse, dafür, dass die Monster sehr viele Level unter mir sind. Aber wie gesagt, 75er Set und Wasser auf der Suit und Rage. Ja, das sind alles Faktoren, durch die wir mehr Schaden bekommen, als normalerweise auf dem Level üblich. Also mit einem Naiad-Set zum Beispiel, oder selbst mit einem Shamudra-Set wahrscheinlich, würde ich jetzt überhaupt keine Probleme haben, wegen den Resistenzen. Aber das demonstriert trotzdem ganz gut, wie viel Schaden man so einrechnen kann und auch wie viel Leben ich jetzt hier habe. Auf Level 125 zum Beispiel 22.000 Leben. Und das, wo ich fast Full SDR bin, mit keinem wirklich krassen Equipment. Also ich denke, das zeigt schon mal, wie tanky Knight einfach ist, selbst wenn man eigentlich fast oder komplett auf SDR geht. Und ja, das Einzige, was ich da noch zeigen kann, ist vielleicht Guard, wie das funktioniert. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen, ist eigentlich ziemlich simpel. Ich AOE jetzt oder fiktiv, wir haben jetzt hier AOE'd und merken, oh nein, meine HP nimmt immer weiter ab. Dann mache ich einfach Guard, bam, gerade eben habe ich noch 1000 Schaden bekommen von jedem Monster, jetzt sind es noch 600. Ja, das verringert wirklich den Schaden um satte 40%. Und zwar straight up einfach Schaden, den ich bekomme, minus 40. Das ist insane. Das ist so krass. Ich muss mich jetzt nur zweimal heilen, bin ich gestorben und der Schaden ist wirklich extrem runtergegangen. Also das ist ein absoluter Gamechanger. Leider verringert sich unser Schaden, den wir machen, aber nicht im gleichen Verhältnis. Also nicht unser Schaden nimmt auch einfach um 40% ab. Das wäre natürlich ein bisschen krass. Nee, also der Skill ist wirklich hilfreich, aber sollte man jetzt nicht immer, also man sollte jetzt nicht so spielen, dass man sagt, okay, ohne Guard sterbe ich, mit Guard nicht. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die richtige Spielweise, weil da muss nur einmal was schief gehen und ihr seid instant tot, basically. Das ist halt schon ein großes Risiko, also so würde ich eher nicht spielen. Ich würde ihn wirklich als Joker benutzen, den Skill, wenn man merkt, ich habe zu viele Mobs gepullt oder der RM hat Disconnect oder sonst was, dass ihr dann Guard einsetzen könnt, um dann nicht zu sterben. Ich denke, das ist der sinnvollere Weg, wie man den Skill einsetzen kann. Und dann würde ich auch tatsächlich sagen, sind wir schon am Ende von unserem kleinen AOE Night Guide angekommen.
Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwas Informatives erzählen, zeigen und euch dabei beraten, wie ihr euren AOE Knight spielen könnt. Würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und lasst mir auf jeden Fall auch Feedback da, ob ich was vergessen habe oder ähnliches. Dann könnt ihr es einfach in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.